Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine kleine Blackhawk für euch und zwar die neue WL K170 UH60L. Na klar, auch hier wieder RTF und mit jeder Menge Zubehör. Was die alles kann oder auch nicht, das schauen wir uns heute mal in diesem Video an. Zuerst kommt natürlich wieder das Unboxing, dann zeige ich euch das Modell und die Fernsteuerung mit den Funktionen genauer und am Ende geht es natürlich auch wieder raus fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß und bis gleich. Ja, hier haben wir mal die schicke Verpackung und ich würde sagen, wir machen die jetzt mal direkt auf. Da haben wir dann als allererstes ein schickes Landepad mit dabei. Das ist vom Material her so, wie man das von den Mauspads her kennt. Dann haben wir natürlich wieder eine Bedienungsanleitung dabei, hier auf Englisch und Chinesisch. Dann müssen wir als nächstes noch die Umverpackung abnehmen und haben hier noch einen Ständer dabei, wo man die Blackhawk zum Beispiel in einem Schrank schön ausstellen könnte. Dann haben wir als nächstes eine Tüte mit dem USB-Ladekabel für den LiPo-Akku. Dann gibt es noch eine zweite Tüte. Hier befindet sich drin die 4 Ersatzrotorblätter in schwarz, ein Ersatz Heckrotor, ein Ersatz Hauptzahnrad und noch ein bisschen Werkzeug. Natürlich haben wir hier auch wieder einen Akku dabei und zwar einen 1S 800 mAh LiPo-Akku, wahlweise dann mit einem, 2 oder 3 Stück. Dann haben wir natürlich noch die 2,4 GHz Fernsteuerung, die zeige ich euch nachher nochmal etwas genauer. Die hat auch wieder die 2 komplett federbelasteten Steuerknüppel. Und last but not least die schicke kleine Blackhawk und die schauen wir uns jetzt als nächstes erstmal wieder etwas genauer an. Hier haben wir das gute Stück einmal vor uns. Optisch finde ich die Blackhawk wieder sehr gelungen. Die hat sehr viel Ähnlichkeit mit der größeren eher Schiene Blackhawk, aber aufgrund der geringeren Größe und des Preises von unter 100 € ist sie natürlich nicht ganz so detailliert und man kann auch hier die Schiebetüren nicht öffnen. Aber wir haben hier trotzdem ein richtig schönes Modell mit vielen Nieten auf dem Rumpf und einigen Details wie den Cable Cutter hier oben und Scheibenwischern auf den Scheiben und auf beiden Seiten einen Griff an den Türen. Auch der Lufteinlass an der Turbine ist hier sehr schön und detailliert gemacht. Die Scheiben sind hier diesmal wieder schwarz, sodass man nicht durchgucken kann, aber das macht bei so einer kleinen Größe auch eigentlich keinen Sinn. Auch der Heckausleger hat wieder viele Nieten und auch das Seiten- und Höhenleitwerk ist hier sehr schön und detailliert ausgeführt worden. Der Heckrotor mit den schicken weißen Streifen sitzt hier auch auf der richtigen Seite und wird von einem Cordless-Motor angetrieben. Das Hauptfahrwerk und auch das Spornrad sind hier auch sehr schick gemacht für die Größe. Der Hauptantrieb ist hier ein Brushless-Motor und treibt den Rotorkopf nicht direkt, sondern über eine Ritzel-Zahnradverbindung an. Als Rotorkopf haben wir hier einen Vierblattkopf aus Kunststoff. Daran montiert sind die schwarzen Rotorblätter mit weißen Details und am Ende sind sie etwas abgewinkelt. Die Taumelscheibe besteht ebenfalls aus Kunststoff und die Rotorwelle wurde aus Metall gefertigt. Die Taumelscheibe wird hier wieder von 3 Mikroservos angesteuert. Oben auf dem Dom haben wir noch eine Status-LED und hinten auf dem Heck haben wir noch eine rote LED. Das war es hier aber an Beleuchtung. Ein paar Dekals sind auch noch aufgebracht, auch hier hinten am Heck. Das ist auch wie die gesamte Lackierung alles sehr sauber gemacht. Auf der Unterseite gibt es jetzt nichts Spektakuläres. Hier sind nur die 2 Schlitze für die Befestigung auf dem Ständer. Einen Höhensensor haben wir hier nicht verbaut. Um den Akku einzusetzen, muss man die vordere Haube abmachen. Dazu am besten die Haube von unten vorsichtig aushebeln und dann nach vorne wegziehen. Dann kann man den Akku einfach von vorne in den Akkuschacht reinschieben und dann relativ einfach den Akku anstecken. Viel problematischer ist dann das Akku abziehen, denn hier ist das Kabel vom ESC mal wieder viel zu kurz. Über dem Akku befindet sich dann noch das Steuerboard mit der ganzen Elektronik und dem Gyro. Ebenfalls etwas fummeliger ist dann auch das Anbringen der Haube. Die muss man dann erst oben einfädeln und danach versuchen, ohne das Kabel einzuklemmen, unten wieder einzurasten. Mit ein bisschen Übung geht es aber vielleicht auch etwas besser. Die Blackhawk hat einen Rotorkreis von ca. 265 mm, eine Länge von ca. 250 mm, ein Abfluggewicht von ca. 97 Gramm und damit eine Flugzeit von ca. 8 Minuten. Ich finde, wir haben hier wieder ein richtig schickes Modell, vor allem auch in Anbetracht der Größe. Und ich würde sagen, das war es jetzt zum Modell und ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Drehteileraufnahmen und dann die Fernsteuerung mit den Funktionen. Ja, wir haben hier natürlich wieder eine einfache 2,4 GHz Kunststofffernsteuerung dabei. Sie liegt aber auch wieder gut in der Hand und ist vom Gewicht ganz angenehm, auch wenn hier erstaunlicherweise gleich 6 AA-Batterien reinkommen. Das Batteriefach ist natürlich auch wieder hier unten auf der Rückseite.
Die Knüppel sind auch wieder alle federbelastet aufgrund der automatischen Start- und Landefunktion und die Knüppelaggregate bestehen aus Kunststoff, die Knüppel selber aber aus Aluminium und lassen sich auch in der Höhe etwas verstellen. Hier in der Mitte haben wir dann den Ein-Ausschalter, darüber eine kleine Aufhängeöse und hier oben haben wir noch die Status-LED. Um die Knüppelaggregate sind auch hier wieder die Trimtasten angebracht. Der Sender kann auch wieder in Mode 2 oder Mode 1 betrieben werden. Dazu einfach während dem Einschalten den linken unteren Trimtaster nach rechts gedrückt halten und dann den Heli entweder mit dem linken Stick für Mode 2 oder dem rechten Stick für Mode 1 binden. Die Einstellung wird dann auch weiterhin gespeichert, dass man es danach nicht jedes Mal umstellen muss. Dann haben wir hier oben noch 4 Taster, von denen aber nur die beiden äußeren eine Funktion haben. Und zwar der linke Taster ist zum Umstellen der Taumelscheibenausschläge zuständig. Hier gibt es als erstes Stufe 1 mit geringeren Ausschlägen. Drückt man dann auf die Taste, haben wir Stufe 2 mit mittleren Ausschlägen. Und drückt man ein weiteres Mal drauf, haben wir Stufe 3 mit den höchsten Ausschlägen. Der rechte Taster ist für die automatische Start- und Landefunktion zuständig. Wenn wir den Knopf im Stand bei drehendem Motor drücken, startet der Heli von alleine. Und wenn der Knopf im Flug gedrückt wird, dann geht der Heli auch wieder von alleine runter, landet und stellt dann auch selbstständig den Motor ab. Da muss man natürlich aufpassen, dass der Landeplatz frei ist, sonst könnte es hier zum Crash kommen. Hier oben haben wir dann noch die 2,4 GHz Antenne. Einen Griff haben wir hier nicht, aber dafür 2 Füße, mit denen wir die Fernsteuerung auch hinstellen können. Vor dem ersten Flug lohnt es sich auf jeden Fall mal, den Heli auf gerader Fläche zu kalibrieren. Dazu muss man den Heli einmal anschalten und den Sender einmal anschalten und dann beide Steuerknüppel nach rechts unten halten. Dann piept der Sender, die LED am Heli, die blinkt ganz wild und wenn das aufhört, ist die Kalibrierung abgeschlossen. Das könnt ihr auch ausführen, wenn der Heli mal schief fliegen sollte. Dann müsst ihr auch einmal kalibrieren, dann sollte das Problem wieder behoben sein. Die Motoren werden hier auch wieder ganz klassisch mit nach außen unten ziehen des Sticks gestartet. Und zum Abheben könnt ihr dann entweder den Pitch-Stick nach oben machen oder eben den automatischen Startknopf drücken.
Kommen wir am Ende auch hier zu einem kleinen Fazit. Optisch finde ich die Blackhawk wieder richtig gut gelungen mit den ganzen vielen kleinen Details. Gerade auch für die geringe Größe, finde ich, ist sie richtig cool geworden. Das Einzige, was hier nicht so optimal gelöst ist, ist halt das Wechseln des Akkus bzw. das Abziehen des Steckers vom Akku. Das ist alles ein bisschen kurz für meinen Geschmack. Da hätte man ruhig ein bisschen mehr Kabel lassen können, um besseren Pack anzuhaben. Und das Aufsetzen der Haube ist auch etwas fummelig, aber ich denke mal, mit ein bisschen Übung ist das auch ganz okay. Fliegerisch muss ich sagen, fliegt sie zwar auch stabil wie die meisten Helis, aber ich finde, die liegt nicht so ganz ruhig in der Luft. Ich finde, so richtig gemütliches, weiches Fliegen ist damit nicht so einfach möglich. Und was mir aufgefallen ist, dass sie öfters mal stärker einrastet, wenn man die Sticks loslässt. Vor allem bei der Taumelscheibenausschlagstufe 3. Das sieht dann nicht ganz so schön aus. Was mir ebenfalls noch aufgefallen ist, dass die Pitchwirkung nach unten nicht allzu groß ist, sodass man gerade beim Landen sehr stark und lange den Pitchhebel nach unten ziehen muss, damit der Heli aufsetzt. Ansonsten arbeitet der Gyro schon sehr gut, vielleicht manchmal etwas zu gut, aber es drohte nie, dass der Heli irgendwie unabsichtlich abstürzt oder so. Aber durch die Eigenheiten würde ich jetzt eher sagen, ist die Blackhawk nicht unbedingt für blutige Anfänger zu empfehlen. Da gibt es ehrlicherweise mittlerweile Modelle, die schon etwas ruhiger fliegen. Das ist aber jetzt auch nur meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Vielleicht habt ihr ja andere gemacht, schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Wenn der Akku zur Neige geht, dann piept der Sender leider nicht. Das finde ich auch etwas schade, aber er stürzt zumindest nicht hart zu Boden, sondern geht dann langsam runter. Dann sollte man allerdings auch nicht über unwegsamen Gelände sein. Die Auto-Start- und Landefunktionen haben auch gut funktioniert, wobei die Startfunktion, wie eben schon gesagt, nur betätigt werden kann, wenn der Motor schon läuft. Der geht nicht per Knopfdruck an, der Motor. Ihr müsst also einfach die Sticks auseinanderziehen, damit der Motor anfängt zu laufen. Und dann könnt ihr auf den Start-Lande-Knopf drücken, um automatisch zu starten. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Ich verlinke euch natürlich das Modell unten wieder in der Videobeschreibung. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu dem Heli mal unten in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.